Guten Morgen, wir starten jetzt auf eine Zweitagestour. Wir übernachten heute also mal ganz woanders. Das ergibt oder ermöglicht einem dann noch mal ein paar andere Routenmöglichkeiten, denn wenn man nur vom Norden Gran Canaris in die Berge starten möchte, dann fährt man doch ja, häufig auch das Gleiche oder zumindest am Anfang das. Und ja, mit einer zusätzlichen Übernachtung, also Doppelbuchung, hat man dann 2 Tage noch mal ganz andere Möglichkeiten. Und wir fahren jetzt also entlang der Westküste. Die ist ja ziemlich einsam, glaube ich, und grob oder rough oder ja. Und da gibt es eine tolle Küstenstraße. Ich habe eine kleine Badebucht eingeplant. Und ja, dann übernachten wir im Hotel heute. Wir haben kurz gefragt, ob wir can we go? Yes, yes. Okay, gut. Hier geht es gerade ziemlich steil runter. Oh. Nicht ganz weit rechts fahren. Das wird auch noch ein paar Mal so an der Westküste. Ein schöner Ort anscheinend. Krasses Tal, ne? Wirklich krasse Straße. Wow. In dem Tal passiert nicht mehr viel. Was auch zu der Schönheit beiträgt, dass es jetzt noch komplett im Schatten war, das da hinten. Und hier sieht man jetzt schon, die Sonne geht auf, nämlich da. Ja. Ich denke, wenn jetzt hier so die Sonne reinknallen würde, wäre es anders. Wir sind hier vorne jetzt gleich am höchsten Punkt und dann geht es da die Straße wieder runter. Dann gleich zur Autobahn. Rechts Las Palmas, links Westküste. Das ist die Strecke bis zur Autobahn. Ja, wenn du das von hier aus lesen kannst. Ja, hier dachte ich dann. Weil San Felipe hätte ich jetzt ja. für die erste Ausfahrt. Ja, ja. El Homi, ja. Ne? Also wir sind jetzt unten und wir sind jetzt an dem Punkt, wo man, wenn man den blauen Schildern folgt, fährt man hier auf die Autobahn. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen jetzt auch nicht da rechts runter, sondern da geradeaus. Da müssen wir rauf. Dann fahren wir so ein bisschen parallel zur Autobahn. Und ja, jetzt geht's wieder rauf. Hände gehen wieder? Hände sind wieder halbwegs funktionsfähig. Bewegungsfähig, okay. Rechts Meeresrauschen, links Autobahn und da vorne zelten welche. Sieht auch nach einem MSR-Zelt aus. Ja, und da vorne stehen ein paar Wohnmobile, ganz wichtig für uns jetzt, weil wir haben uns auch eins bestellt. Und ja, seitdem achtet man da viel mehr drauf. Ist das die Kochertalbrücke? Stimmt. Hi. Ja, das war der gleiche, mit dem gleichen Bora-Trikot. Könnte eigentlich auch ein Deutscher sein. Oh, noch einer. Von hier. Oh, oh, hast du das gesehen? Ich glaube, da lag ein Schaf oder eine Ziege. Eieiei.
Ja, hat auch ein bisschen gerochen, glaube ich. Dieses Stück war jetzt wirklich ein bisschen fraglich bei der Planung, weil Komoot schickt einen tatsächlich über die Autobahn. Meine ich, das war so. Dann haben wir ein bisschen informiert und ja, gesehen, dass man das nicht machen sollte. Und jetzt sind wir auf dieser Parallelstraße, die sich da so ein bisschen drumherum schlängelt. Hier ist keiner. Wunderschön. Sehr schön. Jetzt haben wir hier Meeresrauschen von der rechten Seite. Richtig cool. Da muss man Vertrauen in den Felsen haben. Vorsicht, Bullen wieder. Oh Mensch, Mario erschrickt mich da immer. Weil ich glaube da wirklich dran, dass da Bullen stehen. Das ist die Strecke bis nach Guja. Wir sind gerade beim Spar, Anne ist drin. Ja, und die Räder sind jetzt leitmäßig bepackt. Wir haben hier drin die Sandalen und ich habe eine Shorts drin. Im Rucksack habe ich insbesondere wegen der Übernachtung heute in dem Hotel noch ja, Zahnpasta natürlich, Zahnbürste, T-Shirt. Ja. Und so können wir dann heute eine Nacht woanders übernachten. Ja. Können dann noch im Pool, Badehose haben wir auch dabei. Wir suchen uns mal gerade ein Plätzchen. Es geht weiter. Nach Guja ist die Strecke ein bisschen weniger gut. Hier durch diese Anbauplantagen durch. Wir fahren aufs Meer zu und es geht runter nach Argaete. Uns stellt sich gerade die Frage, ob wir jetzt hier rechts zu dem Hafen fahren, aber ich glaube, das machen wir nicht. Wir sind zwar gut in der Zeit, fahren jetzt aber links hier den nächsten Anstieg. Bei der Mittagshitze. Hast du noch ein bisschen Zucker dabei? Ja, geht so. Meine Vorräte sind. Siehst du das? Ich muss die ganze Zeit. Was heißt eigentlich Zucker auf Spanisch? Weiß ich nicht. Sugar? Sugar. Ich wusste beim Spar, ich wollte irgendwas kaufen und jetzt weiß ich, es war Haribo und ich habe es glatt weg vergessen. 100 Meter später kommt ein Spar. Das ist definitiv ein Zeichen. Dem fügen wir uns. Ja, jetzt wird noch mal ein bisschen Getränke gekauft und Süßes. Voll cool, ein mega Supermarkt. Richtig cool sortiert. Und ich bin auch fündig geworden. Hast du eine Flasche Wasser mitgenommen? Ja, natürlich. Ja, perfekt. Ich habe ja mein Handy immer griffbereit und höre es. Mhm. Das ist voll süß, aber ich muss es kaufen. Ich muss es leider wieder kaufen. Tada! Ja, okay. Geht noch weiter. Ach so, ja gut. Ja, dann zeig mal deinen Haul. Mein Haul. Voll süß. Ich fand, das ist leider halt nur so kleine Packungen. Ja. Aber gut. Okay, gut. Ach so, ja, jetzt. Gut geeignet. Mir ist gerade mal klar geworden, der Teil, der jetzt kommt, Ja. ist, glaube ich, ziemlich, der wird geil. Ja? Ja. Das wird geil. Voll geil, da gab's Twix, Mars und Snickers. Dann Bounty da, also ich hätte sagen Bounty.
So sehen wir jetzt den Hafen auch von oben. Das passt doch. Ja, und jetzt fahren wir hier entlang. Ich bin das schon vor Jahren mal mit dem Auto gefahren. Ich weiß ungefähr, was einen erwartet. Ich weiß noch, dass ich autofahrenderweise etwas Angst hatte, weil es recht so steil runter geht. Und wir sind hier bestimmt wieder in einer Klimazone. Ich könnte mir vorstellen, hier prallen die Passatwinde auf die Berge. Bisher wirklich einfach atemberaubend. Schaut euch das an. Berge und Meeresrauschen. Die Kombination hatten wir jetzt auch noch nicht. Ja, da vorne ist der Tunnel, da fahren wir wohl durch. Ja, und mittlerweile sind wir auch verheiratet. Ne? Wir waren sage und schreibe 4 Wochen verlobt. Und dann haben wir einfach geheiratet, zu zweit beim Standesamt. Ohne alles, nur wir beide den ganzen Tag zu zweit verbracht. Ja, war herrlich, ne? Einfach gemacht, was wir wollten. Also Mario fällt ja immer während solchen Anstiegen solche wichtigen Themen irgendwie ein. Ich bin da einfach nicht in der Lage, gescheit drauf zu antworten. Meine Gedanken waren in dem Moment voll und ganz beim Anstieg und beim Atmen. Aber an der Stelle, die Hochzeit war natürlich richtig cool. Ja, jetzt kommt ein Tunnel. Knapp 3,2 Kilometer. Sonnenbrille ab, Rücklicht an und da durch. Ja, der Tunnel ist wirklich fahrradfreundlich, so habe ich es ja auch auf Komoot gelesen. Das ist ganz gut, dass Leute manchmal da was zu schreiben zu einzelnen Sachen. Gut beleuchtet, Sonnenbrille bräuchte man gar nicht abnehmen. Jetzt kommt ein Auto, schön laut. So, es wird ein bisschen dunkler jetzt. Was ich noch sagen wollte, die Autofahrer auf Gran Canaria verhalten sich wirklich vorbildlich. Wenn sie überholen, nehmen sie die komplette Gegenspur und ja, überholen mit super viel Abstand. Echt grandios. Und ja, so müsste es eigentlich immer sein. Ich meine, gerade auf Landstraßen muss man ja sogar 2 Meter Abstand halten zum Fahrradfahrer. Das heißt, die Gegenspur muss einfach komplett frei sein. So, und dann kann der Autofahrer auch komplett auf die Gegenspur rüber und dann hat man auch ausreichend Abstand und der Fahrradfahrer fühlt sich wohl. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die linke Spur ist nur frei, die rechte... Ja, Ciclista, ja, das steht da, aber dann kommt Carril Derecho, ja, Derecha wahrscheinlich, also Fahrradfahrer fahren rechts, ja, das machen wir ja. Wir machen es automatisch richtig.
ganz moderner Tunnel. Ja, Der fahrradfreundlich. hat uns jetzt erkannt und hat uns die Spur zugewiesen. Sehr schön. Sehr schön. Obwohl es hier auch nicht viele Fahrradfahrer geben dürfte, ne? Aber trotzdem, Naja, guck mal, diese eine. trotzdem machen sie es. Voll gut. Ja, der Tunnel ist echt super. Hier ist so ruhig. Hört mal. Kaum einer hier. Ein paar Autos haben uns überholt. Eine vor mir. Alle freut sich auf Hotel, Pool, Liegestuhl. So, wir sind aus dem Tunnel raus. 13 Kilometer noch. Es geht fast nur noch bergab. Ich muss mal drücken, wieder in die andere Richtung. Weil es bisher eine sehr gute asphaltierte Straße. Ja. Kriegst du da hier noch Puls? Macht man Da. das nicht? Ja, ich habe die ganze Zeit 160 gehabt. Ja. Okay. Auch bergab? Ich glaube, da habe ich 180. Ja, ich glaube auch. Kurz zum Ziel, wir biegen jetzt noch einmal rechts zum Strand ab, hierher, und dann geht es später in die Richtung zum Hotel. Wir haben uns jetzt hier in die Bar gesetzt mit Blick aufs Meer, ist cool, und Kalamaris mit Pommes, Salat und so weiter. Jo, guten Appetit. Ja, das Essen war gar nicht mal so lecker. Wir fahren weiter. Die 2 Salzkrusten begeben sich jetzt zum Hotel. Von da oben kam man her. In dem Ort sind wir. So, wir sind da, oder? So, wir haben es geschafft. Heute war es ja eine recht kurze Etappe, aber trotzdem auch anstrengend. Sehr viele Höhenmeter und einfach doch noch warm. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt aufs Hotelzimmer und freuen uns auf einen Pool. So, übrigens ist es ja hier echt noch totaler Sommer. Gefühlt jetzt 30 Grad. Und ja, ich habe genau ein Sommertrikot mitgenommen. Ich habe noch, wie in Dänemark, auch das grüne Trikot, das so überhaupt nicht winddurchlässig ist, sondern eher ja auch für, ich glaube, Herbst und Frühling geeignet ist. Ich bin einfach noch gewohnt, dass man minimal packt und sehr wenig sozusagen mit im Koffer hat. Und ja, jetzt muss ich das einfach die ganze Zeit tragen, und wir haben zum Glück eine Waschmaschine, und hier werde ich einfach mit dem Shirt mal unter die Dusche springen. Ja. Und der kommt da. Ja, wir haben eingecheckt. Jetzt holt sie gerade den Schlüssel für die Garage, und jetzt können wir hier da, genau, kommen wir rein. Hier sieht man die Strecke entlang der Westküste und bis zum Hotel. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. So, wir sind auf dem Zimmer. Ziemlich großer Raum. Schönes Schlafzimmer, und ja, unsere Räder sind jetzt in deren Festsaal, würde ich Festsaal. sagen, ist das festgekettet an der Tiefkühltruhe. Ja, genau, richtig. Wird beides nicht mehr benutzt. Ja. War uns ganz wichtig, weil wir die Mieträder nur gegen Unfallschäden haben versichern können und nicht gegen Diebstahl oder so. Deswegen, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf helden.de und den Code MADO9. Der gilt nämlich nicht nur für den E-Bike- und Fahrradschutz, sondern auch für alle anderen Versicherungen. Also dann habt ihr es günstiger. Ja? Zum Beispiel Privathaftpflicht, da haben sie jetzt nochmal den Leistungskatalog angepasst. Zum Beispiel ist Falschbetankung von Mietwägen ist auch abgedeckt, oder Schäden an E-Scootern, oder, ganz wichtig für uns Fahrradfahrer, die Hausrat. Die deckt sogar ab Fahrraddiebstahl und auch E-Bikes und Pedelecs im Wert von bis zu 12.000 Euro. Also, ja, wenn ihr da mal Bock drauf habt, helden.de, MADO9 ist der Code,
und dann bekommt ihr das günstiger. Danke, Werbung Ende. Guten Abend vom Hotelbalkon. Guten Abend. Ja, wir haben jetzt hier gerade ein bisschen Salat gegessen, haben noch hier ein paar Chips rumliegen, die werden wir auch noch schaffen. Und ja, heute Nachmittag waren wir am Pool, oder? Ja, ich war vielleicht so 3 Sekunden im Wasser, Mario bestimmt länger. Ja, aber noch viel mehr Stunden am Pool gelegen, schön rumgechillt. Genau. Das war gut. Ja, jetzt haben wir gerade noch ein bisschen die Route für morgen mal umgeplant. Das sollte dann morgen auch passen. Ja, bisher Gran Canaria wunderbar zum Fahren. Ihr habt es ja gesehen heute. Und ich denke, die nächsten beiden Tage werden noch genauso. Hoffen wir natürlich und freuen wir uns auf morgen. Genau. Urlaubstag 4. Ja, Fahrradfahrtag 3. Fahrrad. Richtig? Wir kommen schon durcheinander. Tschüss. Tschüss. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.